Und genau da werde ich surfen. Also ich werde die Kamera jetzt erstmal nicht mitnehmen beim ersten Mal, damit ihr mein Versagen nicht seht. Das ist ein 1500 € Kühlschrank und dann sich halt null Gedanken gemacht über die Lüftung. Schön darauf achten, dass die Luftrichtung die richtige ist. Ich will ja rauspusten. Hi, ich bin Pete und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van, der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Taking any of this. How come you don't have no joy? Show me the man who destroyed your toy. You make me think of what I've got, and speaking to myself, keep your passion. I meet some people that I should know, but it's really hard for them to say hello. They act like they don't know me at all, but I'm not taking any of this. Help me understand why you picked that way. Show me the man that took your manners away. You make me think of what I've got, and I'm speaking to myself, keep your passion. Do I look right? Do they all agree? What are they thinking when they're watching me? Ja, moin! Geschlafen wie ein Baby habe ich. Im Hintergrund schön das Meer rauschen die ganze Zeit. Wahnsinn. Ja, und Wellen haben wir auch heute Morgen. Schöne, lange Weißwasserwellen. Da hinten. Und genau da werde ich surfen. In einer Stunde. Schnell frühstücken und dann los. So, auf dem Weg zum Surfspot. Neopren ist an. Sau eng das Ding. Ich habe schon vergessen, wie eng das ist. Jo, jetzt schauen wir mal. Wellen sind da. Ich fahre dem Surflehrer hinterher. Ich werde die Kamera jetzt erstmal nicht mitnehmen beim ersten Mal, damit ihr mein Versagen nicht seht. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das alles so filmen soll und ich muss erstmal selbst klarkommen und dann mal gucken, ob ich eine GoPro an das Surfbrett irgendwann mal befestige, wenn ich einigermaßen sicher auf dem Brett stehen kann. Der Tag neigt sich schon wieder dem Ende zu und mir ist aufgefallen, ich habe noch gar nicht gefilmt, nachdem ich surfen war. Also 2,5 Stunden Session, ein bisschen Theorie davor und dann Surfen. Das hat mich echt kaputt gemacht. Ich brauchte erstmal ein Mittagsschläfchen, aber cool war es. Hat Bock gemacht. Ich freue mich auf morgen. Und da ist der Sonnenuntergang, den die Kamera nicht so wirklich einfangen will. Doch, da sieht man es. Ja, und ich sitze hier jeden Abend auf dem Berg und genieße den Sonnenuntergang. Der ist einfach jedes Mal richtig geil. Achso, wie es geklappt hat mit dem Surfen. Naja, könnte besser sein. Aber ich stand auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Jahre nicht mehr auf dem Brett und davor auch noch ein paar Mal. Also ja, ich denke, die Lernkurve wird sich jetzt beschleunigen. Also ich erinnere mich an ein paar Sachen und muss auch ein bisschen Gefühl wieder reinkriegen. Guten Morgen. Ich bin gerade unterwegs zum letzten Tag meines Surfkurses, der 4. Tag. Der 2. und 3. Tag war okay. Der 2. Tag war nicht so erfolgreich, viel neue Technik gelernt, die man erstmal so im Eifer des Gefechts auf der Welle umsetzen muss. Und das hat am 3. Tag aber ganz gut geklappt. Und ich bin am 3. Tag schon Grünwasserwellen gesurft. Das heißt, das sind die Wellen, die weiter draußen sind und noch nicht gebrochen sind, also noch keinen Schaum haben. Das ist ein bisschen schwerer, aber macht auch mehr Bock, weil man natürlich mehr Strecke bis zum Strand hat. Und dann noch länger stehen kann, länger probieren kann. Ja, ich habe den Luxus, dass ich nicht jeden Morgen fahren muss zum Surfkurs, sondern ich kann laufen, 10 Minuten laufen am Strand entlang. Und das Witzige ist, ich muss immer da durch so eine Schlucht durch. Und das geht nur, wenn gerade nicht Flut ist. Und gerade ist Flut, aber noch nicht ganz Hochpunkt, das heißt, ich komme noch durch. Auf dem Rückweg wird das eher spannender, da wird es wahrscheinlich wie knietief oder so. Mal gucken. Jo, 4. Surf-Session vorbei. War ganz okay. Das Problem war, keine Wellen, keine richtig guten Wellen. Extrem schwer zu bekommen.
aber hat trotzdem Bock gemacht und ich fühle mich jetzt auch noch mal ein bisschen sicherer. Interessantes Wetter. Also heute Morgen war es super sonnig und jetzt, schaut euch das mal an, es ist mega neblig. Auf einmal auch von den Bergen, man konnte nicht genau sehen, ob es von den Bergen kommt oder vom Meer. Auf einmal eine riesengroße Nebelwand und ja, man kann vielleicht so 50 Meter weit gucken, mehr nicht. Ja, wie erwartet habe ich ein kleines Problem. Ich muss da durch und es ist Hochwasser. Ich glaube 1 Meter tief mindestens, plus Wellen, plus steiniger Untergrund. Ich versuche da mal durchzuklettern, ohne mich auf die Fresse zu legen. Hab's geschafft, war halb so schlimm. Muss nur aufpassen, dass die Welle einen nicht von den Füßen holt bei den Steinen. Das ist nämlich nicht so schön. Ja, da das Wetter heute nicht ganz so gut ist, beziehungsweise es soll erst am Nachmittag sonnig werden, dachte ich, ich mache mal ein paar Arbeiten am Van. Und ich habe mal den Lüfter vom Kühlschrank in Angriff genommen. Ich habe da schon mal die Lüftungsgitter abgemacht, man sieht da die 2 Löcher. Ja, wie erwartet ist es da drin übelst dreckig und staubig, also nicht erschrecken. Und da sieht man halt den Radiator vom Kühlschrank. Und man sieht da auch den alten Lüfter. Das ist halt so ein typischer Industrielüfter. Sehr laut, nicht besonders energieeffizient. Und das ganze Konzept von der Kühlschrankkühlung ist, ja, keine Ahnung, es ist ein 1.500 € Kühlschrank oder mindestens 1.000 €. Und dann sich halt null Gedanken gemacht über die Lüftung, was total doof ist, weil das führt dazu, dass wenn es warm ist, 30 Grad oder 40 Grad, dass der Kühlschrank gar nicht mehr ausgeht. Der kühlt durchgehend 24 Stunden und das saugt die Batterie leer in 0, nix, weil einfach die warme Luft gar nicht rausgeht. Das heißt, dieser Lüfter, den wir gerade gesehen haben, der ist einfach zwischen diesen Lüftungsradiatorgittern da befestigt. Ich zeige das mal kurz. Der steckt hier so zwischendrin, ne? Das heißt, der führt die warme Luft zwar vom Radiator ab, aber die warme Luft geht aus diesem ganzen Kasten hier, von diesem Küchending, gar nicht raus. Da drin, als man das Thermometer reingelegt, wären es fast 60 Grad, wenn der Kühlschrank durchgehend läuft. Und je wärmer es wird, desto ineffizienter kühlt der Kühlschrank. Deswegen werde ich jetzt 2 Lüfter montieren. Einen, der durch den Radiator bläst, ein leiserer, und noch ein leiserer, der die Luft hier durch die Lüftungsgitter rausbläst. Und das sollte deutlich Abhilfe schaffen, was die Geräuschentwicklung angeht, aber auch Wärmeentwicklung, aber auch Stromverbrauch. Also dreifach Gewinn. Und das sind hier die neuen Lüfter. Die verbrauchen zusammen auch nochmal weniger Strom als der andere Lüfter, bei fast gleicher Fördermenge. Das sind ganz normale, handelsübliche PC-Lüfter. Nix Wildes, die lagen bei mir schon 15 Jahre rum oder so. Ich habe früher ein bisschen Case-Modding betrieben, ein paar PC-Gehäuse gebaut und die sind davon übrig geblieben und die sind sehr effizient und leise und die knalle ich da jetzt mal rein. Es ist kein Meisterwerk, aber es wird seinen Job tun. Es ist gut verbunden. Jetzt den Schrumpfschlauch drüber, mit dem Feuerzeug dran halten und dann ist es fertig. Der eine oder andere mag sich fragen, woher ich das alles kann. Also erstmal ist es nichts Besonderes, ein paar Kabel zusammenlöten, wissen, wo Plus und Minus ist, nichts Wildes. Aber ich weiß das alles von meinem Papa. Es gibt eigentlich nichts, was mein Papa nicht schon gemacht hat, was Elektronik und Bauen und irgendwie selbst klarkommen betrifft. Insofern, ja, man lernt halt so nebenbei. Papa hat immer zu Hause alles repariert und ich war immer dabei. Und irgendwann versucht man sich selbst mal, macht Fehler und dann, ja, kriegt man es so nach und nach raus.
Es ist auf jeden Fall mega praktisch, sein Werkzeug mitzuhaben. Es nimmt zwar ein bisschen Platz weg und ist Gewicht, aber wenn man sich hier selbst zu helfen weiß, dann macht das schon viel aus. In diesem Sinne geht ein lieber Gruß an meinen Papa da draußen raus. Danke Papa für das ganze Beibringen von den ganzen Sachen. Schön darauf achten, dass die Luftrichtung die richtige ist. Ich will ja rauspusten. Und die Lüfter haben meistens so Pfeile, die zeigen, in welche Richtung sich der Rotor dreht und in welche Richtung die Luft geht. Okay, beide Lüfter laufen, völlig geräuschlos. Das einzige Geräusch, was noch da ist, ist von dem Kompressor. Das ist halt nicht zu verhindern, aber das ist wirklich relativ leise bei dem Kühlschrank. Welcher geile Mensch hat sich eigentlich diese Kabelbinder ausgedacht? Das ist schon neben Panzertape eine ziemlich geile Erfindung. Ja, das wird auf jeden Fall deutlich besser sein als mit dem einen Lüfter. Weniger Stromverbrauch, leiser. Optimal. Gut. Und weniger Verschleiß am Kompressor, weil er nicht so häufig arbeiten muss. Okay, jetzt kommt der nächste lustige Teil. Alles aufräumen. Hier ist Chaos. Könnt ihr das mal kurz sehen? Es gibt nämlich nichts Ätzenderes, als wenn man irgendwas reparieren oder basteln will und das Werkzeug liegt nicht an der Stelle oder ist sauber oder ist fertig zum Einsatz und man muss es erst wieder vorbereiten, suchen. Das nervt tierisch, deswegen ja, immer alles schön auf den Platz legen. Dann macht das Arbeit noch mehr Spaß. Ist das nicht ein krasser Sonnenuntergang? Völlig unerwartet, weil die Sonne war gar nicht mehr zu sehen abends. Und jetzt haut sie so ein Ding raus. Insane. Also sieht in echt auch nochmal geiler aus als auf Kamera. Und ich finde, auf Kamera sieht schon nicht schlecht aus. Wow.
Ja, es ist der 2. Juni und eigentlich wollte ich mich heute auf den Nachhauseweg machen so langsam. Von hier aus sind es 1700 Kilometer, das heißt gute 3 bis 4 Tage Fahrt, je nachdem. Aber irgendwie will ich noch nicht weg vom Meer. Es tut mir gerade so gut, dass ich noch ein paar Workaway-Hosts angeschrieben habe, und zwar ein Surfhaus. Und die haben auch prompt geantwortet. Und da fahre ich heute mal hin. Da kann ich surfen, helfe denen vielleicht ein bisschen mit irgendwas streichen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Sein Englisch war nicht so gut, aber ich meine, es war Wandstreichen und ein paar Videos könnt ihr auch gebrauchen. Jo, man hilft sich gegenseitig und ich komme zum Surfen, weil im Moment alle Surfschulen haben eigentlich zu. Ne? Insofern ist es die einzige Möglichkeit, im Moment surfen zu gehen für mich, weil ich keine eigene Ausrüstung habe. Ich könnte natürlich in den Decathlon fahren und mir Wetsuit und Board holen. Wetsuit wollte ich mir sowieso kaufen, aber Board, ja, also gut, wenn ich ein Board habe, was mache ich damit? Das ist dann 2,70 Meter lang oder so. Nicht 2,70 Meter, das ist dann 2,30 Meter lang. Wo packe ich das dann hin? Also ich habe keinen Platz im Van, das müsste dann im Gang liegen, das wäre ständig im Weg. Deswegen wollte ich mir eigentlich erstmal kein Board holen, solange ich keine Halterung auf dem Dach oder hinten an der Tür habe oder so. Ich mache jetzt noch einen letzten Spaziergang, dann noch ein bisschen Stretching und Yoga und dann fahre ich mal so langsam los. Und wie ihr im Hintergrund seht, das Wetter ist eh nicht mehr so Bombe. Es sind immer noch über 20 Grad, ist angenehm. Aber Sonne ist nicht mehr da und die Tage soll es auch ein bisschen regnen und so. Deswegen ist Aufbrechen gar nicht mal so eine schlechte Idee jetzt. Und beim Surfen ist das Wetter völlig egal. Wenn man da draußen im Meer ist, dann klar, Sonnenschein hebt ein bisschen die Laune, aber im Prinzip hat es keinen Unterschied. Ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt so, ja, wo sind denn diese Surfbilder? Zeig doch mal, wie du auf dem Board stehst und so weiter. Ja, bis auf diese paar kleinen Schnipsel, die der Surflehrer gefilmt hat, habe ich tatsächlich nichts gefilmt. Ich habe beschlossen, ich werde Surfen nicht filmen. Das ist etwas, es ist so eine Herzensangelegenheit bei mir, Surfen. Das ist mein Ding, ich möchte das für mich machen und habe beschlossen, dass ich das nicht filmen und nicht teilen werde. Ich habe ja noch die Tage gescherzt, dass ich einen Hund haben will und vielleicht läuft mir einer über den Weg. Hier ist einer. Hallo Hundi. Hundi. Ein bisschen aus wie ein Fuchs. Der ist mir am Strand begegnet und es gibt weit und breit keinen Menschen, keinen Besitzer. Er hat ein Lederhalsband und er verfolgt mich jetzt. Mal gucken. Wenn er mitkommt, dann gebe ich ihm ein bisschen Wasser. Er sieht auch ein bisschen traurig aus, ein bisschen verloren. Eigenartig. Ja, ich glaube, der kommt mit. Okay, er ist jetzt doch sehr zielstrebig irgendwo anders hingelaufen. Hat wohl den Weg wieder erkannt. Also doch noch kein neuer Wegbegleiter. Was nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt noch eben schnell duschen und dann geht's ab zum Surfhaus. Und das Geile an diesem Platz ist, wo ich bin, ist, es gibt kostenlos Wasser und Dusche und es ist Trinkwasser. Achso, die Dusche ist kalt, natürlich. Was aber richtig geil ist, finde ich. Tschüsschen, schöner Platz. Ich werde dich vermissen. Es war geil hier.